Stell dir vor, du betrittst einen Raum und sofort vergisst du, wo du bist. Nicht, weil du verwirrt bist, sondern weil dieser Raum dich vollständig einsaugt, wie ein Traum, aus dem man nicht aufwachen will. Die Wände glühen, nicht elektrisch, nicht kalt, sondern warm, lebendig, wie von innen beleuchtet. Manchmal fast blutrot. Dazwischen vergoldete Pilaster, venezianische Spiegel, die das Licht tausendfach brechen. Das ist das Bernsteinzimmer. Und Historiker, die um Worte selten verlegen waren, haben nur eines gesagt: das 8. Weltwunder. Dann kam der Krieg. Und das Zimmer verschwand. Spurlos. Als wäre es nie existiert. Willkommen bei Welt der Legenden. Die Geburt eines Wunders. Es ist das Jahr 1701. Preußen ist jung, ehrgeizig, hungrig nach Anerkennung. König Friedrich I. will die Mächtigen Europas beeindrucken. Nicht mit Armeen, nicht mit Gold, mit etwas, das niemand je zuvor gesehen hat. Er beauftragt die besten Bernsteinhandwerker des Kontinents. Ihr Auftrag: Wände aus Bernstein. Nicht ein paar Stücke. Ein ganzer Raum. Bernstein, das Gold des Nordens. Fossiles Baumharz, das vor 40 bis 50 Millionen Jahren ausgehärtet ist. In der Ostseeregion liegt es als Schatz unter dem Meeresgrund. Manchmal eingeschlossen darin. Eine Fliege aus einer längst vergessenen Zeit. Die Handwerker arbeiten 12 Jahre. 6 Tonnen Bernstein werden ausgewählt, geschliffen, sortiert. Nach Farbe, Transparenz, Muster. Das Ergebnis: 55 Quadratmeter leuchtende Bernsteinpaneele. Die Zeitgenossen einigen sich: das 8. Weltwunder der Welt. Das Geschenk zweier Throne, 1716. König Friedrich Wilhelm I. schenkt das Bernsteinzimmer dem russischen Zaren Peter dem Großen. Peter, ein Mann, der selten staunte, staunt. Das Zimmer reist in 18 Kisten nach Russland. Im Katharinenpalast von Tsarskoje Selo wird es aufgebaut, später auf 90 Quadratmeter erweitert. Für über 200 Jahre empfängt das Zimmer die Mächtigen der Welt. Napoleon staunt. Bismarck staunt. Kaiser und Könige bleiben sprachlos. Man kann nicht aufhören, es anzuschauen. Die Nacht des Raubes, 22. Juni 1941. Operation Barbarossa. Deutschland greift die Sowjetunion an. Die Museumsdirektoren in Tsarskoje Selo wissen, was kommt. Sie versuchen, das Bernsteinzimmer zu schützen. Doch der Bernstein ist zu spröde. Jeder Versuch, die Paneele zu lösen, droht sie zu zerbrechen. Am 14. Oktober 1941 betreten deutsche Soldaten den Katharinenpalast. 36 Stunden später ist das Bernsteinzimmer Geschichte. Sorgfältig demontiert, professionell verpackt, verladen nach Königsberg. 36 Stunden für ein Werk, das 12 Jahre gedauert hatte. Glaubst du, das Bernsteinzimmer existiert noch irgendwo? Liegt es verborgen in einem Bunker? Oder ist es für immer verloren? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du solche epischen Geschichten liebst, abonniere jetzt Welt der Legenden, damit du keine Legende verpasst. Das große Verschwinden 1944. Die Alliierten bombardieren Königsberg. Das Schloss brennt. Und das Bernsteinzimmer. Niemand weiß es. 3 Theorien entstehen. Und keine lässt sich beweisen. Theorie 1. Der Zug. Ein Sondertransport soll die Kisten nach Westen gebracht haben. Vielleicht nach Thüringen. Vielleicht in die unterirdischen Stollen des Kyffhäusergebirges. Theorie 2. Das Schiff. Das Frachtschiff Wilhelm Gustloff versank im Januar 1945 in der Ostsee. An Bord möglicherweise die Kisten des Bernsteinzimmers. Theorie 3. Der Bunker. Unterirdische Anlagen unter dem Königsberger Schloss. Sowjetische Truppen suchen intensiv. Sie finden nichts. In den Jahrzehnten nach dem Krieg, der KGB sucht, die CIA sucht, Interpol sucht, alles vergebens. Doch das Seltsamste:
Mindestens 4 Menschen, die behaupteten, den Verbleib des Bernsteinzimmers zu kennen, starben unter ungeklärten Umständen, bevor sie reden konnten. Fazit: Das Bernsteinzimmer war nicht nur ein Kunstwerk, es war ein Spiegel der menschlichen Seele. Vielleicht liegt es tief unter der Erde. Vielleicht ruht es auf dem Grund der Ostsee. Vielleicht ist es für immer verloren. 2003 wurde das Bernsteinzimmer vollständig rekonstruiert. Es steht wieder im Katharinenpalast. Schön, majestätisch, vollkommen. Und doch irgendwie leer, weil das Original noch irgendwo da draußen wartet. Im nächsten Video: Das Gold der Azteken. Und warum Cortés es nie in Händen hielt. Wenn dir diese Reise gefallen hat, dann lass einen Like da und teile dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.